Guten Morgen, liebe Freunde, hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und mein Spezialgast Dana Rolle. Herzlich willkommen, dass du es wieder einmal irgendwann mal kriegen wir es auf jeden Fall nochmal hin und ich würde sagen, wir kommen direkt zum Video, denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist nämlich kurz vor 100.000 Abonnenten auf diesem Kanal und da müssen wir uns leider beeilen, alle Videos für die nächsten Monate vorzuproduzieren. Es sei denn, alle würden die diese Videos gucken, auch den Kanal abonnieren. Dann müssten wir uns gar nicht beeilen, denn dann würden die 100.000 noch schneller kommen und wir könnten langsamer machen. Das wäre eine Idee. Das macht Sinn. Also, jetzt abonnieren auf jeden Fall, nicht vergessen und verpassen. Und wir gehen natürlich auch auf alle eure Wünsche ein, wie zum Beispiel hier irgendeine Live-Performance von Mamamoo. Wir haben ja schon einige geile Sachen da gesehen in den letzten Wochen. Es ist schon wieder 2 Wochen her, wo die diese Queendom-Performances hatten und die waren richtig krass. Die waren richtig krass, ja. Und jetzt haben wir noch was zugeschickt bekommen. Da steht nur Immortal Songs 2 und irgendwas damit in Bezug. Auf jeden Fall gucken wir uns das jetzt mal an und ich bin gespannt. Mamamoo live lohnt sich ja definitiv immer, egal wo, wie, wann, was und warum. Immer. Mama. Okay. Wie versauen das noch wieder? Ach, das wird bestimmt schön. Oh mein Gott. Oh. Richtig Winterstimmung. Voll. Warte mal, relativ leise. So. Ja, krass, hast du gesehen, da hinten stehen sogar noch ein paar. Oh! Die da mit die Harmonien wohl noch machen. Sowieso ist ja wieder einmal sehr, sehr schön in alter Mamamoo-Manier, muss man sagen. Oh. Aber, sie hat 2 Uhren an. Ich habe schon, also, Stylo. Ja, man hört schon, ich mag es ungern sagen. Das Bein. Man hört aber raus, dass es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es live tatsächlich dann schon bearbeitet wurde oder nicht, oder ob das nachträglich, als diese TV-Aufzeichnung hochgeladen wurde, bearbeitet wurde. Aber es ist auf jeden Fall nachbearbeitet, auch vor allen Dingen in der Pitch Correction, also in der Tonhöhenkorrektur, wurde hier auf jeden Fall vorgenommen. Das habe ich schon direkt ganz am Anfang gehört bei, sie hat zuerst gesungen, ne? Ich glaube, Vasa hat zuerst gesungen. Ich meine auch. Ja. Genau, aber. Also erstmal machen die Harmonien alle zusammen. Dann hat Vasa den ersten Part, ne? Ich glaube schon. Und? Ja.
Ne, hier ist so eine kleine Stelle, wo sie eigentlich so ein bisschen man hört es schon, es greift sehr, sehr schwach nur ein. Also es ist jetzt nicht so, als ob es da irgendwie ganz, ganz schiefe Töne korrigieren müsste, bei allen nicht. Aber man hört, dass es schon da ist. Ja, aber... Krass, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Also es klingt schon anders als zum Beispiel bei der Queendom-Performance, wo es ja wirklich krass... Also klar, da war auch so ein bisschen Playback dahinter, aber es war ja wirklich krass live. Ja, im Playback dahinter ist halt was anderes, ne? Ja. Weil du hast ja dann trotzdem die echten Live-Vocals nochmal drüber. Und die waren echt krass. Ich bin halt immer Deswegen so... mir wäre das da jetzt nicht aufgefallen, aber es klingt auf jeden Fall anders als eben zum Beispiel diese Queendom-Performance, wenn ich es damit vergleichen würde. Ja, also es klingt schon sehr studiomäßig von der Qualität her und das liegt einfach wirklich an der Bearbeitung. Ich finde es immer ein bisschen schade, weil es gerade bei Sängern und Sängerinnen, die besonders stark sind, wie Mamamoo, wo man das weiß, dass sie live einfach krass abliefern. Aber gut, es ist halt TV. Ja, ich glaube, das ist dann wirklich aber hinterher nachträglich gemacht. Also, für den Upload, kann ich mir gut vorstellen. Das kann sein. Sowas kann man auch live machen, also kann beides sein tatsächlich. Schön. Oh, schön. Schöne Harmonie am Ende gerade noch. Kann es sein, dass jetzt der letzte Part unbearbeitet war, weil der klang wieder anders und man hat die Stimmen irgendwie besser gehört. Vielleicht nicht ganz so stark bearbeitet, aber es ist schon alles bearbeitet. Es ist alles aber auch live. Also es ist tatsächlich live. Ich glaube, da ist sogar eine Live-Band noch eventuell. Das könnte sogar auch sein. Die Vocals sind tatsächlich live, aber die wurden eben auch noch bearbeitet. Und zwar wirklich in Studioqualität. Das ist jetzt nicht irgendwie wir stellen uns mal eben auf die Bühne und singen das hier runter und fertig. Ja, aber jetzt das allerletzte Stück klang irgendwie doch anders. Auch ihr Einsatz, man hat die Stimmen viel schöner gehört. Das klingt irgendwie so. Also das ist eine schöne Stelle aber auch trotzdem. Jetzt dann.
Super. Also ja, das, so wie es hier ist, kann man es halt direkt auf CD brennen und rausschicken. Ne? Also, die haben das schon wirklich super bearbeitet. Ja, Wahnsinn. Also es ist auf jeden Fall, trotzdem ist es eine Leistung, dass man so auf einer Bühne steht mit Publikum und so weiter und es trotzdem so stark performt, dass man das quasi direkt mit Bearbeitung trotzdem. Aber wie im Studio dann, im Studio normalerweise bräuchte man oder hat man ja mehrere Takes, die man da macht, also mehrere Versuche, die man da eben macht, um eine Aufnahme so weit zu kriegen, dass man sagt, okay, das ist jetzt gut so und auch immer noch gut für die Bearbeitung und so weiter, dass es dann eben CD-Qualität bekommt. Aber man merkt, dass die einfach krass trainiert sind und das so on point ist, dass das trotzdem hier schon auf der Bühne trotzdem mit Bearbeitung einfach so klingt, wie es dann im Studio klingen könnte. Ich glaube, die 3 Sängerinnen im Hintergrund sind dann quasi, die füllen dann nochmal die Harmonien auf, beziehungsweise die Stimmen, die selber, wenn die jetzt im Studio wären, einfach nochmal einsingen könnten. Genau, die können sich ja selber dann nochmal doppeln. Da kann dann eine von denen, kann dann locker 3, 4 Stimmen dann singen, wenn nicht sogar noch mehr. Und das füllen die Mädels hinten, die da im Dunkeln stehen, dann eben gleichzeitig direkt live auch auf. Daran merkt man, dass das Ganze wirklich live ist. Die hätten das ja auch Playback auf den Songs lassen können. Stimmt, dann bräuchte man keine Background-Sänger nochmal, die diese Stellen mitfüllen, ne? Genau. Und die haben das aber nicht. Die haben tatsächlich hinten dann nochmal 3 Sängerinnen, die das dann eben füllen. Das zeigt wirklich, dass es wirklich live ist. Jetzt aber die Frage, dadurch, dass es bearbeitet ist, weiß man natürlich nicht genau, wie gut sie dann theoretisch dann da performt haben oder nicht. Aber es ist jetzt nicht so, als ob Autotune oder ähnliche Tonhöhenprogramme Dinge korrigieren können, die nicht da sind. Also wenn jetzt jemand gar nicht singen kann oder die Stimme nicht schön ist oder sonst irgendwas, die Stimmenfarbe, die Klangfarbe der Stimme, das kriegt Autotune auch nicht hin. Also da haben manche auch immer so eine falsche Vorstellung. Ich habe das auch manchmal hier schon im Studio gehabt, dass der eine oder andere dann hier ins Studio kam und irgendwie für welche Gründe auch immer, ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, für die Familie oder für ein YouTube-Video oder sonst irgendwas, dachte, komm, ich mach mal schnell hier einen Song, ist ja kein Problem, machst ein bisschen Autotune drauf. Und dann fangen die hier an, haben vorher noch nie gerappt oder gesungen und merken dann ganz schnell, das ist gar nicht so einfach. Und selbst mit einem Tonhöhenprogramm, gewisse Skills muss man da schon haben. Also ja, trotzdem schöne Performance. Aber ich höre sie doch lieber gerne nicht so perfekt, sage ich mal. Also nicht CD-mäßig, wenn sie schon live performen. Ich glaube, wenn es unbearbeitet wäre, wäre es noch mal krasser gewesen, weil es dann noch realer. Ja, man muss sich auch vorstellen, dass die Dynamik ja auch verloren geht der Stimmen. Das ist das, was du meinst, glaube ich, am Ende, warum es anders klingt. Genau, weil davor klingt es noch so, als wäre wie so ein Deckel drauf, sag ich mal. Und ganz am Ende das Stück ist so frei plötzlich. Genau, dieser Deckel drauf kommt zustande durch die Komprimierung. Oh, okay. Und die Limitierung, die tatsächlich dann am Ende auch bei der Stimmen- oder bei der Stimmbearbeitung, aber eigentlich bei der Bearbeitung der ganzen Produktion dann eben zustande kommt, wenn sehr, sehr viele Stimmen aufeinander kommen und dann noch die Instrumente und so weiter, benutzt man eben auch Kompressoren, aber eben auch Limiter, die eben für Limitierungen sorgen, damit die Lautstärken nicht zu sehr sich unterscheiden zum Beispiel. Und bei Kompressoren dann eben auch, damit man so ein bisschen Lautstärken auch angleichen kann und so weiter. Also es gibt verschiedene Gründe, warum man Kompressoren benutzen kann. Auch natürlich für den Klang, für die Farbe und so weiter. Dann gibt es 1000 verschiedene Kompressionsarten, die man da benutzen kann und so weiter und so weiter. Kurz gefasst ist das genau das, was du wahrscheinlich am Ende so als unterschiedlich wahrgenommen hast, weil dann am Ende Wasa oder Oasa, wir sagen, haben immer noch das W immer vorne, aber das ist ja eigentlich nicht dran. Wasa. Ja. Wasa. Ja. Oh, okay. Aber ich sage immer Wa. Ich auch. Weil es ja auf Englisch, naja.
Ihr wisst, wen wir meinen. Ja, auf jeden Fall, weil sie dann ja alleine singt und kaum noch Instrumente sind, nur das Klavier ist da dann in der Bearbeitung, ich glaube auch, weil sie dann besonders leise eigentlich gesungen hatten, die das aber schon noch ein gutes Stück angehoben haben, damit man sie überhaupt so intim hört, weil wenn man genau hinhört, hört man nämlich sogar auch Mundgeräusche, also so irgendwie sowas hört man dann mal zwischendrin raus. Man hört zum Beispiel auch raus, wenn sie ihr Mikrofon tatsächlich auch vom Mund wegbewegt. Es wird ein bisschen leiser, aber nicht nur leiser, sondern auch der Druck geht verloren. Hier hat man ganz klar das P rausgehört, wie es genau ins Mikrofon die Luft reingepustet wird. Achtung, genau, da war so ein ganz klein. Ich glaube, dass es einer der Mikros ist. Ja, also da sieht man, es ist wirklich, wirklich live und trotzdem müssen alle in ihren Parts dann auch die Harmonien gut intonieren und perfekt reinkommen. Die haben ja auch alle in ihrem Monitoring, also die hören auch ganz genau, was da abgeht auf der Bühne. Es ist schon sehr, sehr stark auf jeden Fall performt. Da sieht man einfach, wenn schon super krasse Sängerinnen dann auch noch getuned werden und bearbeitet werden, dass sie einfach nur, ja, dann klingen die halt wie fertig auf CD. So. Und das selbst bei einer Live-Performance. Ich finde es halt, es zieht ja so ein bisschen dieses Lebendige raus. Ja, ein bisschen den Zauber von den Zauber, den Live-Charakter, weil es halt, das ist nicht immer sinnvoll. Ja, ist auch im Studio, macht es nicht bei jedem Künstler Sinn, zu viel zu bearbeiten, weil es dann schnell ja, tot klingt, nicht mehr lebendig. Und Musik muss immer etwas drin haben, was doch Emotionen auslöst und so eine gewisse Lebendigkeit eben auch hat, weil man natürlich auch Gefühle bei dem Zuhörer erreichen möchte. Also für mich ist es immer sehr wichtig in der Produktion. Man kann sehr viel bearbeiten heutzutage und auch sehr schnell. Da muss man immer aufpassen. Ich finde jetzt hier hat der Engineer schon, es war wahrscheinlich Angabe oder Ansage, dass das so super klingen muss. Mir persönlich gefällt das aber nicht. Ich mag das auch nicht. Im deutschen Fernsehen gibt es auch Casting-Shows, die das auch immer sehr, sehr stark machen, wie zum Beispiel The Voice of Germany ist das, glaube ich, und X Factor, die sehen ja alle so ähnlich aus, wo diese Blind Auditions, welche ist das? Haben das nicht beide? X Factor? X Factor. The Voice. Auf jeden Fall da, wo dann eben die Künstler dann auch am Anfang rauskommen und so ganz viel singen und so, gerade bei den ersten Vorstellungsrunden und so, wo die besonders gut sein sollen, auffällig gut für Amateure. Da hört man aber auch schon immer sehr stark raus, dass da so viel nachbearbeitet wurde. Und das finde ich persönlich nicht gut. Es verzerrt eben auch das Bild bei den Zuhörern und die Erwartungshaltung, dass die denken, so müsste man singen, so klingt Gesang. Und dann später irgendwie in der dritten Runde hörst du den gleichen Sänger, obwohl er angeblich jetzt sogar noch ein bisschen Training und Ausbildung hatte, klingt er dann aber eigentlich schlechter als beim ersten Mal. Müsste man mal genau drauf achten. Genau das gleiche auch bei DSDS. Darf ich nicht vergessen, dass ich bei der nächsten DSDS-Staffel da muss ich gucken, wie ich das aber mache, weil man darf ja da wegen Copyright und so das nicht benutzen. Auf jeden Fall Deutschland sucht den Superstar. Da kann ich bei den Re-Recalls und Re-Recalls konnte ich die letzten 2 Jahre immer ganz genau sagen, wer auf jeden Fall die Runden weiterkommt. Und zwar daran, dass ich rausgehört habe, welche Stimmen nachgebessert wurden, beziehungsweise die Tonhöhen korrigiert wurden. Bei denen, wo sie korrigiert wurden, komischerweise hat die Jury dann am Ende immer gesagt, das war so toll, du musst in die nächste Runde kommen. Und bei den anderen, die eigentlich ganz natürlich dann klangen und vielleicht aber schlechter als bei der Runde vorher, wo sie noch korrigiert wurden, die sind leider dann rausgeflogen. Es ist schon sehr auffällig. Ich habe das schon mal irgendwann mal erwähnt am Anfang, als ich diesen Kanal gemacht habe. Ich muss das auf jeden Fall irgendwie gucken, dass ich es umsetze. Das ist quasi wie Instagram versus Real Life, nur mit Stimmen.
Ja, das ist wirklich, mittlerweile ist es echt auf so einem Level, da muss man schon. Und es ist gerade bei Mamamoo, wo man weiß, dass sie super singen. Es ist, Traum. wie gesagt, die Dynamik, dass so ein bisschen mal die Höhen und Tiefen und so ein bisschen mehr rüberkommt und so. Das war jetzt hier so, wie es hier angelegt wurde, wie die Mischung und das Mastering hier war von dem ganzen Track. Ist es ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Aber ja, sonst. Ja, trotzdem schön. Am Ende kam es nochmal raus. Am Ende kam es nochmal raus. So, ja, okay. Da haben wir jetzt die Performance abgecheckt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja. Einiges erklärt heute. Also, wenn ihr heute nichts gelernt habt, dann weiß ich auch Dann nicht. weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Solltet ihr das Video nochmal gucken. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Das bin ich, Rahim. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei. Sie lädt auch jeden Sonntag ein YouTube-Video hoch und auf Instagram macht sie auch einiges. Letzten Sonntag kam auch was Interessantes. 10 Modesünden, Fashion-Trends, die hoffentlich nie wiederkommen. Oh. Nie wieder. Da wüsst ihr ja auch ein paar. Gut, also dann bis zum nächsten Video und tschüss.